Ja, herzlich willkommen zum neuen Video Wohnmobil privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es um die private Vermietung des Wohnmobils gehen. Lohnt sich das? Was sind Vor- und Nachteile? Was ist zu bedenken? Was ist zu beachten? Für wen ist es was? Für wen vielleicht auch nicht? Bleibt dran, gleich geht's weiter. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir mal kurz, wie das Video aufgebaut ist, mit Zeiten zum Springen, für wen das ein oder andere interessant ist. Grundsätzlich werden wir anfangen mit der Denkweise, die so vorhanden ist bei vielen Leuten, den potenziellen Vorurteilen. Dann werden wir schauen, was man für Möglichkeiten hat zu vermieten, wo und wie kommt man daran, wie aufwendig ist das. Dann, was ist zu beachten, was ist zu bedenken, Gewerbe, Steuer sind da mal grundsätzliche Themen. Probleme, die auftreten können, Schäden, die natürlich auch auftreten können, wie sind da die Abläufe. Dann schauen wir noch die Vor- und Nachteile, Pro und Contra. Wir schauen natürlich meine persönliche Einschätzung, was ich dann so denke, ob das Sinn macht und wie das so ist. Und natürlich am Endeffekt auch ein Fazit. Bis gleich. So, Thema Vorurteile und Denkweise. Begegnet uns sehr, sehr oft auch Fragen dazu von Kunden, von Mietern, aber auch von Bekannten und Camperfreunden. Wie ist das, wenn man das rausgibt? Das ist ja dann nicht mehr das eigene. Das ist doch eigentlich meine Toilette, die benutze nur ich. Oder das ist mein Bett und wenn da jemand anders drin schläft. Ja, grundsätzlich verstehe ich vollkommen. Hatten wir zum Teil auch. Wir persönlich sind immer recht offen in Sachen, ich probiere was aus und merke dann, ob es wirklich so ist. So war es auch hier. Ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, da schläft jemand in meinem Bett, das ist komisch. Vollkommen nachzuvollziehen. Ich persönlich mache das so, ich hoffe, man sieht es auch, wir haben da einen Topper drauf liegen. Ja, den hätten wir uns angeschafft, weil wir gern weich schlafen. Aber dieser Topper, den habe nur ich für mich, wenn wir das zur Vermietung rausgeben. Dann nehme ich den Topper runter, gar kein Thema, schnell gemacht. Und dann habe ich für mich das Gefühl, und es ist auch tatsächlich so, dass ich auf einer extra Matratze schlafe. Nur ich und meine Frau. Und so ist das Thema mit dem Bett schon mal vollkommen erledigt. Bei der Toilette ist es so, dass ich den Toilettenkasten, da habe ich einen für uns, den Tredford, und ich habe einen für die Mieter. Ne? Und die tausche ich dann einfach aus, je nachdem. Und dann ist das Thema auch nochmal ein anderes. Klar, der Sitzplatz, den tausche ich jetzt nicht, könnte ich auch, war dabei, tausche ich nicht aus, weil das ist einmal kurz drüber geputzt. Kopfsache. Im Hotel sitze ich auch auf der Toilette, wo hunderte andere Leute schon das Zimmer hatten, oder ich liege in der Matratze. Also da liege ich ja in meinem eigenen Wohnmobil, wenn ich den Topper drauf lege, und selbst ohne den Topper liege ich noch viel besser wie in irgendeinem Hotelzimmer. Das ist alles auch eine Frage der Einstellung. Also wir haben super Erfahrung. Das Mobil kommt zurück, und wenn das ordentlich gemacht ist, ordentlich gereinigt ist, ordentlich gepflegt wurde, oder wir reden jetzt mal nur über die Reinigung, über das Gefühl, was in den allermeisten Fällen bei uns auch so ist, dann merkt man das gar nicht. Man merkt 0,0, dass es jemand hatte. Das hätte auch genauso gut die Woche oder die 2 Wochen vor der Tür stehen können und null benutzt werden können. Wir gehen dort rein, wir laden unser Zeug ein. Das eine oder andere Mal passiert zwar, dass ein Kunde mal was vergisst, ein Mieter. Ja, das wird dann entweder hergeschickt oder wenn man Kochlöffel oder so Kleinigkeiten. Ne? Das ist dann eher witzig als alles andere. Aber das ist nicht so, dass wir ein nachteiliges Gefühl haben, dass das Wohnmobil abgenutzt wurde. Von der Seite kann ich schon mal Entwarnung geben. Da sind die Vorurteile aus meiner Sicht absolut unbegründet. So, die Möglichkeiten der Vermietung. Ich persönlich habe mich damals mit dem Thema natürlich stark beschäftigt. Es gibt verschiedene Plattformen. Ich habe mich damals mit 3 oder 4 großen beschäftigt, die teilweise auch europaweit aktiv sind. Und ich muss sagen, ich bin da bei einer gelandet, die aufgrund der ganzen Recherche für mich das beste Ergebnis erzielt hat. Die sind alle in einem ähnlichen Bereich, was die so an Kosten haben. Also man hat ja auch Kosten für Versicherungen, unabhängig von der eigenen, und für die Provision der Vermittlung, ja, und Werbung und was die alles machen. Aber da habe ich mich für einen entschieden, das ist Paul Camper, und mit denen bin ich auch extrem zufrieden. Ich bekomme von denen, muss ich gleich sagen, ich bekomme von denen hier nichts dafür. Die wissen auch nicht, dass ich ein Video drehe, wo ich darüber rede. Aber meine persönliche Meinung, extremst zufrieden bin ich damit. Hintergrund ist nicht nur, dass bei mir auf meiner Seite als Vermieter alles super und top läuft. Die sind erreichbar, was heutzutage schon mal viel wert ist, auch telefonisch. Und wenn, dann schreibt man eine E-Mail und die rufen einen dann zurück. Alle Sachen sind super übersichtlich. Man bekommt eine App, es läuft über die Plattform. Die ganzen Systeme funktionieren auch
eigentlich perfekt. Also besser, wie man es heutzutage oft erlebt. Und es ist so, dass selbst von den Mietern ich die Rückmeldung bekomme, Mensch, die kommen aber zurecht und das läuft aber gut. Und also alles ist ja auch wichtig. Mir ist als Vermieter auch wichtig, dass meine Kunden gut versorgt sind. Ich kann ja alles geben, aber wenn die Plattform hintenrum das schlecht macht und sich nicht kümmert oder die Kunden nachfragen müssen, dann ist es für mich ja auch nachteilig. Aber wenn die sogar selbst erwähnen, dass sie zufrieden sind, ja, perfekt, ne? Meine Seite ist eine Sache, aber denen ihre Seite ist ja schon mal das Wichtigste, dass die schon mal gut versorgt sind. Ne? Ja, die machen das wirklich gut, kann ich jedem nur empfehlen. Natürlich solltet ihr euch auch mit den anderen beschäftigen, aber meine Erfahrung, ich habe mich damit tief beschäftigt. Ich habe auch überlegt, ob ich auf 2 Plattformen gehe, parallel. Ganz einfach, wenn man natürlich eine größere Reichweite hat. Aber ist gar nicht notwendig, weil meine Erfahrung hat gezeigt, es wird so viel vermietet und die erreichen so viele Kunden durch Werbung und so weiter, die ich ja nicht bezahle, dass das gar nicht notwendig ist, dass ich auf eine zweite Plattform gehe, weil dann wird es erst wieder kompliziert mit den verschiedenen Kalendern, wann ist, ne? Das läuft alles automatisiert. Wenn ein Kunde bucht, dann ist das automatisiert in dem Kalender zum Beispiel drin, muss mich gar nicht kümmern. Ne? Und auch die ganze Buchungsgeschichte, ich muss mit dem Kunden nur den Kontakt sozusagen Besprechung. Ich kann natürlich auch den Kunden sogar direkt buchen lassen, ohne dass ich Kontakt hatte. Ich persönlich mache es immer so, dass der Kunde, die schreiben, wir schreiben zurück, grundsätzliche Sachen und dann telefonieren wir nochmal. So kriege ich ein Gefühl, wie derjenige drauf ist. Er kriegt ein Gefühl, man hat sich schon mal gesprochen. Das läuft doch alles per Du bei Paul Camper. Die sind da wirklich, es ist eine Camper-Plattform von Campern für Camper. Ne? Und man hat auch das Gefühl, dass das nicht so nur um das Kommerzielle geht. Und das ist ja auch immer ganz schön. Es geht ja auch ein bisschen geht es auch darum, wenn man ehrlich ist, dass die Mobile sehr, sehr viel vor der Tür stehen. Und so kann man vielleicht auch jemanden ermöglichen, der es jetzt nicht sich eins kaufen kann, einen schönen Urlaub zu machen oder nicht sinnlos unendlich viele Mobile irgendwo rumstehen zu haben in irgendwelchen Scheunen. Ne? Das ist ja für die Natur auch immer so ein Thema. Ne? Bisschen nachhaltig denken. Und das machen die eben. Ne? Und grundsätzlich kann ich da sagen, dass das alles schön automatisiert läuft. Und dann schicke ich nur ein Angebot weg und wenn der Kunde das annimmt, dann läuft das alles über Paul Camper im Hintergrund. Ne? Die kriegen eine gewisse Provision, die Versicherung ist auch ganz wichtig als Info, die Versicherung läuft tagaktuell zur Buchung. Das heißt, wenn der Kunde 7 Nächte, das läuft ja über Nächte, 7 Nächte bucht, dann ist genau von um 12 bis um 12 oder er macht 7,5, dann ist es von 24 Uhr bis den letzten Tag um 12 zum Beispiel, ist die Versicherung drin. Da muss ich keine Zusatzversicherung abschließen, die ja erstmal in den meisten Fällen eine Selbstfahrer-Mietversicherung, ja, die 2000 Euro und mehr kostet, wo ich gar nicht weiß, komme ich das Geld wieder rein, weil ich genug vermiete. Nein, ich bezahle hier nur Versicherungsbeitrag, wenn ich vermiete. Und das ist perfekt. Ne? Wie viel da übrig bleibt und ob sich das trotzdem dann noch lohnt, das zeige ich in dem späteren Teil des Videos. Aber grundsätzlich kann ich da schon mal sagen, das ist eine Empfehlung von mir, von Herzen, weil ich da total zufrieden bin mit denen. Ja, deswegen verlinke ich euch das auch mal. Da kommt ihr bei denen auf die Plattform als Mieter oder als Vermieter, ja, je nachdem, was er da zukünftig dann vielleicht mit denen macht oder bei denen macht. Ob das jetzt über mich ist, ne, oder über ein anderes Mobil, ist egal. Dort bekommt ihr dann einen Bonus von 30 Euro, glaube ich. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, das ist schon mal kein Nachteil. Ne? Ich bekomme natürlich dann auch eine kleine Provision. Deswegen freue ich mich natürlich auch immer, wenn jemand bei denen vorhat, was zu machen. Gerne über den Link. Ja? Und ansonsten bis gleich. So, was ist zu bedenken? Thema Gewerbe, Thema Steuern. Gewerbeanmeldung ist immer wieder ein Thema, wo ich auch gefragt werde, muss man das denn haben? Oder wo ich auch mitkriege, dass solche Sachen gemacht werden. Ob das jetzt Wohnungen sind, die übrig sind, oder eine Sutron-Wohnung, oder ob das ein Wohnmobil ist. Ohne Gewerbe. Meine absolute Empfehlung, Gewerbe anmelden. Das ist schnell gemacht. Ich habe Erfahrung damit. Ich habe mehrere Gewerbe, auch schon umgemeldet durch Umzüge. Man geht auf die Gemeinde. Das ist meistens, kommt darauf an, wie die Wartezeiten sind, aber bei mir, wenn man dran ist, dauert das vielleicht 10 Minuten, kostet 20, 30 Euro und da muss man nur einen Zettel ausfüllen, muss angeben, ab wann das Gewerbe läuft, wie das Gewerbe heißen soll, Fantasiename, ne? Und dann ist das Gewerbe angemeldet. Das ist mehr oder weniger notwendig, dadurch wird das Finanzamt informiert, da ist ein Gewerbe, da ist jemand, der Einnahmen erzeugen will oder Einnahmen erzeugen wird, da ist Geld zu holen, sage ich mal so. Ja?
Deswegen absolut meiner Meinung nach ein Gewerbe anmelden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Das Gewerbe kann man auch wieder abmelden. Also wenn ihr nach einem Jahr feststellt, nee, will ich nicht mehr, dann geht ihr wieder hin und meldet das Gewerbe wieder ab. Ja, das ist kein Ding, was euch ewig bindet oder Ärger macht oder so. Ja, ja, jetzt das Thema Steuern. Ne? Steuern, ganz wichtig, denn das Finanzamt, die wollen natürlich, wenn du Einnahmen erzeugst, wollen die natürlich auch was davon abhaben. Ja? Deswegen ist es auch notwendig, dass du ein Gewerbe anmeldest, weil wenn du jetzt über Jahre keine Steuern abführst, hast aber die Einnahmen, das Finanzamt bekommt das mit, dann kriegst du nicht nur richtig Ärger, sondern du musst dann auch nachzahlen. Und so eine Nachzahlung, die bricht den allermeisten Leuten immer das Genick. Ja? Weil man natürlich nicht, man denkt vielleicht, man weiß es, man macht es aber nicht. Man nicht die Summen zurücklegt für eine Eventualität, sondern meistens kommt es dann ungelegen. Ne? Also deswegen Gewerbe anmelden und bei der Steuer empfehle ich immer einen Steuerberater hinzuziehen. Wenn ihr jetzt keinen habt, weil ihr normalerweise eure Sachen selber regelt. Ich habe mehrere Gewerbe, deswegen habe ich sowieso einen Steuerberater. Aber grundsätzlich empfehle ich jeden Steuerberater wenigstens am Anfang mit ins Boot zu holen, um abzuklären, wie aufwendig ist es, was muss man beachten. Und vielleicht auch das erste Jahr einen Steuerberater zu nehmen. Dann kann man immer noch schauen, was macht er denn überhaupt? Wie trägt er das ein? Und dann kann man immer noch sagen, das kann ich selbst, das ist nicht so aufwendig. Aber grundsätzlich ist es so, ab dem Moment auch alle Rechnungen, die du hast, die jetzt nicht gerade privat sind, wie zusätzliche Sachen, Gasflaschen, die du holst, weil du natürlich das Gerät vermietet hast und dein Kunde, dein Mieter Gas verbraucht hat, in dem Moment diese Rechnung aufheben, die wird für euch vorteilig natürlich in die Steuer einfließen. Ja? Du zahlst dann weniger Steuern auf deine Einnahmen durch deine Ausgaben. Ja? Oder wenn du spezielle Reparaturen machen musst. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt Allwetterreifen drauf. Ich verlinke euch da mal ein Video, wenn es schon da ist. Dann mache ich nämlich ein Video, Allwetterreifen. Weil du sagst, ich selbst fahre im Winter nicht. Aber meine Kunden, ich möchte das im Winter anbieten. Ich brauche Allwetterreifen. Dann ist das eine Sache, die sich steuermindernd auswirken kann. Zum Beispiel. Ne? Ja. Deswegen auf jeden Fall, das kann dann auch gewisse Ausmaße annehmen. Ne? Man möchte ja auch Vorteile mitnehmen. Deswegen Steuerberater ins Boot holen, meine Empfehlung. Kostet ein bisschen was, aber ihr erzeugt auch eine Menge Einnahmen mit so einem Gerät jetzt dann. Ne? Bis gleich. So, das Thema Schäden, Probleme. Ich muss persönlich sagen, es ist eine Frage auch der Sichtweise und der Herangehensweise. Ich habe schon von Leuten gehört, die sind ein bisschen, ich sag mal, locker damit umgegangen, Vermieter. Wenn man zum Beispiel die Kaution, ist ein ganz wichtiges Thema, 1500 Euro Kaution muss der Kunde zahlen in dem Moment, wo du ihm das Mobil übergibst. Diese 1500 Euro Kaution als Beispiel, die müssen erstmal gezahlt werden, wenn ein Schaden da ist, bevor die Versicherung leistet. Das heißt, du musst die haben. Wenn dann ein Kunde kommt, das ist immer ein bisschen auch wichtig, dass du das im Vorhinein steuerst. Ne? Ob der das überweist oder mitbringt, das muss aber klipperklar sein. Und wenn der kommt und hat die 1500 nicht mit, dann ist es an dir zu sagen, in dem Moment, tut mir leid, dann kannst du nicht das Mobil kriegen. Dann kannst du jetzt mit dem Mobil nicht in Urlaub fahren. Ne? Da muss man ein bisschen hart sein, aber das darf keiner einem böse nehmen. Es geht ja darum, dass du selbst nicht finanziell noch Nachteile hast oder Probleme bekommst. Also es ist wichtig, dass du da wirklich auch in dem Moment wie ein Unternehmer ein bisschen denkst. Ne? Und das darf dir auch kein Kunde böse nehmen. Die haben ja im Endeffekt als Alternative auch mit nur gewerblichen Vermietern zu tun. Und die sind da auch nicht nachsichtig. Ne? Also wenn das muss klar sein, diese Kaution muss da sein. Und auch wenn Schäden sind, da darf man nicht so nachsichtig sein. Das ist niemals böse gemeint. Ich bin mit meinen Kunden, wir sind super dicke. Wir reden auch, ich freue mich auch immer, wenn ich während der Vermietzeit mal ein Foto geschickt, ich habe Fotos bekommen, da war mein Mobil irgendwo auf der Fähre. Ja, super, finde ich toll. Ne? Und auch ein super Verhältnis zu haben und dass man gute Laune hat und dass man bei der Übergabe mit Spaß dabei ist. Die wollen in Urlaub, ja? Dann gute Zeit haben. Ne? Und da ist es auch wichtig, auch wenn die zurückkommen, ne? Und haben da mal einen Schaden, dann darf man natürlich jetzt auch nicht sagen, ja okay, komm, es ist ja nicht so schlimm. Weil das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit. Aber stellt euch vor, ihr gebt das Mobil 10-mal raus im Jahr. Und es sind 10-mal Kleinigkeiten dran. Da hast du in 3 Jahren ein Mobil, das sieht aus wie Hund hinten, wenn ich das mal so sagen darf.
Und du hast aber nie Geld dafür bekommen, um das wieder instand zu setzen. Das heißt, du hast nicht nur ein hässliches Mobil oder ein abgenutztes Mobil, sondern auch der Wert deines Mobils sinkt ja. Du musst ja immer sehen, ich habe ja ein Wertgut und dieses Wertgut möchte ich als Beispiel in 3 Jahren wieder verkaufen. Und wenn du natürlich dann 5.000 Euro Wertverlust hast, weil es wirklich schlecht aussieht im Zustand, ob das jetzt innen oder außen ist, dann ist das dein Geld, was du verlierst. Also muss es so sein, so mache ich das auch und so komme ich auch mit mir Kunden super klar, dass wenn was dran ist, dass das natürlich über die Versicherung laufen muss. Und da empfehle ich auch immer, man kann diese Kaution reduzieren, der Kunde kann die Kaution reduzieren auf 250 Euro im Beispiel. Da zahlt er einen kleinen Extrabeitrag pro Nacht, pro Buchnacht. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil für mich auch immer super, wenn der Kunde das macht, weil dann ist das Problem weniger groß. Wenn was kaputt gefahren wird, ein Schaden von 1000 Euro Beispiel, dann muss der Kunde 1000 Euro selbst zahlen von der Kaution, die bei mir dann liegt. Die 1000 Euro nehme ich und repariere den Schaden. Ähm, Wenn der Kunde diese Reduzierung hat, dann kriegt er von einer Extraversicherung, die er parallel abschließt, das läuft auch alles über Paul Kemper, ähm, nur, also als Beispiel 1000 Euro, bekommt er 750 Euro wieder. Das heißt, er hat eine Reduzierung auf 250 Euro Selbstbehalt. Und 250 Euro, die sind immer noch zu verschmerzen im Gegensatz zu 1000 oder vielleicht 1500 im schlechtesten Fall, was die volle Selbstbeteiligung ist. Ne? So ein Schaden kann immer passieren. Jeder kann, egal wie gut er fährt, irgendwo auf dem Platz in irgendeiner Ecke mal so einen komischen Randstein oder einen Poller mitnehmen. Das kann passieren. Die Geräte sind groß und unübersichtlich. Wenn das so ist, dann muss der Kunde das natürlich wieder instand setzen, dann muss bezahlt werden. Weil für dich ist wichtig, dass dein Mobil nicht über die Zeit leidet und der Wert leidet, weil dann bringt es dir nichts. Wenn du 5000 Euro im Jahr einnimmst, du hast auch einen gewissen Aufwand, du hast auch einen gewissen Zeitaufwand und hast dann 5000 Euro Wertverlust, dann hast du 0,0 und du hast sogar Minus gemacht, weil du in der Zeit gearbeitet hast. Also das ist ganz wichtig, da darf man nicht so nachsichtig sein, man muss dann wirtschaftlich denken und das habe ich für mich, ich mache das so und ich habe für mich auch die Erfahrung, dass die Kunden das vollkommen einsehen. Ne? Das kommt immer auf an, wie man es rüberbringt und wie man es miteinander klärt. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich betone, dann kann das auch funktionieren. So, dann kommen wir jetzt zum Teil Pro und Contra, Vor- und Nachteile. Für mich, ich fange an mit Pro, mit Vorteilen. Für mich der Riesenvorteil oder der größte Vorteil, das Finanzielle. Es gibt die Möglichkeit, dass sich so ein Gerät refinanziert, das heißt, dass ihr die Kosten minimiert bis zu null, vielleicht sogar plus. Es gibt die Möglichkeit für Leute, die sich nicht leisten können oder nicht leisten können, dass sie das können dadurch. Es gibt die Möglichkeit für Leute, die sagen, es ist zu ineffektiv, weil es zu viele Kosten sind für meinen Nutzen oder steht zu viel rum. Für die ist das auch dann plötzlich die Möglichkeit, das zu machen, weil es erstens genutzt wird und zweitens natürlich die Kosten so effektiv gemacht werden dadurch. Also das ist schon mal ein riesen Pro-Punkt. Außerdem die Möglichkeit, dass es sich dadurch dann sozusagen jedermann leisten kann, ja, für jedermann möglich wird, so ein Gerät. Ja. Dann das Umweltbewusstsein, ein ganz wichtiger Punkt für mich, denn es ist ja so, dass die Geräte werden hergestellt, die werden gebaut, die Materialien werden verwendet und die Bilanz ist einfach da. Und wenn die Geräte dann zum Großteil parallel in irgendwelchen Scheunen stehen, einen Großteil des Jahres, dann ist das natürlich für die Umwelt ungünstig und schlecht. Ne? Und dadurch ist es ganz einfach vom Umweltbewusstsein her ein Riesenvorteil, wenn die Sachen vermietet werden und dementsprechend mehr genutzt werden. Ja. Für mich noch ein großer Punkt, man lernt neue Leute kennen, Gleichgesinnte. Entweder sind es Camper oder es sind Leute, die daran interessiert sind, die dann teilweise zu Camper werden. Da kommen auch immer tolle Gespräche bei raus und mir macht so eine Übergabe auch Spaß. Also das ist zwar Arbeitszeit, aber es ist keine schlimme Arbeit. Ja. Und man macht Reisen möglich für Leute, die es vielleicht bei den gewerblichen Anbietern, denen es nicht möglich wäre. Denn meine Meinung, aber das ist jetzt meine Meinung, denn es gibt immer Spezialangebote, ist es bei diesen privaten Anbietern günstiger möglich unter Umständen wie bei den gewerblichen Anbietern. Ja. Da gibt es Zusatzpakete, Beratungskosten für Übergaben und so weiter und so fort kann es da geben. Und meiner Meinung nach kann man von privat zu privat günstiger verreisen, wie wenn das ein gewerblicher macht. Ja. Das sind meine Pro-Punkte, meine Vorteilspunkte. Jetzt kommen wir mal zum Kontrabereich. Da ist ein großer Punkt,
dass das Mobil nicht immer da ist. Es ist nicht immer für euch da. Euer Mobil ist teilweise vermietet im Voraus schon, vielleicht auch teilweise im Jahr voraus. Ihr wisst gar nicht, was ihr davor habt oder was da ist. Jetzt ist es allerdings vermietet und gebucht und ihr könnt es nicht nutzen. Ihr habt es nicht da. Oder ihr wollt vielleicht mal ganz spontan das Wochenende, das Wetter ist schön oder so, wollt mal weg, keine Chance, Mobil ist nicht da. Das ist ein Nachteil. Und dann natürlich der Zeitaufwand. Ihr habt einen gewissen Zeitaufwand für die Vermietung, organisatorisches, die Übergaben, die Rückgaben und so weiter. Das ist ein gewisser Zeitaufwand. Dafür kriegt ihr aber Geld. Ja? Und das ist meiner Meinung nach ein ganz guter Schnitt. Ja? Aber der Zeitaufwand ist eben einfach auch da. Und zu guter Letzt, Kontrapunkt, die Kopfsache. Dass man sein eigenes Mobil rausgibt, seinen eigenen Wert. Für viele ist das auch eine Herzensangelegenheit, so ein Besitz. Und das ist natürlich so eine Sache, das rauszugeben, dass es jemand anders benutzt. Ne? Wie gesagt, die Beschädigung ist ein anderes Thema. Die werden ja ersetzt oder erneuert, wenn man das richtig macht. Aber trotzdem von der Kopfsache her so ein spezielles Thema, wo man auch als Kontrapunkt sagen muss, schwierig, für den einen oder anderen schwieriger, müsst ihr für euch entscheiden. Ne? Das sind meine Pro- und Kontrapunkte. Und ich teile das Video in 2 Teile. Es wird einen zweiten Teil geben. Es sind einfach viele Informationen, wo es in die Tiefe geht, die aber für euch meiner Meinung nach wichtig sind. Deswegen wollte ich es jetzt auch nicht zu lang werden lassen. Die anderen Punkte kommen im zweiten Teil. Ich freue mich darauf, wenn ihr dann da wieder dabei seid. Da geht es dann wirklich darum, was kommt rum, wie lohnt sich das finanziell, was sind meine Einschätzungen dazu, meine Erfahrungen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftig dabei seid weiter und habt eine schöne Zeit. Bis dann.